Der Mercedes W123 ist Inbegriff der Zuverlässigkeit, ein Symbol für die Qualität Made in Germany und bis heute noch auf der ganzen Welt im Einsatz. In diesem Video nehme ich dich auf eine Zeitreise in die goldenen Jahre dieser Baureihe. Du erfährst interessante Fakten, echte Besonderheiten und ein paar Überraschungen. Los geht's! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über ein Auto, das für viele ein Familienmitglied war. Mercedes W123. Egal ob als Taxi, Fahrschulauto oder Firmenwagen, jeder hatte mit ihm zu tun. Ich zeige dir deshalb nicht nur die Zahlen und Fakten, sondern erzähle auch, warum dieses Auto einen Kultstatus genießt. Als der W123 im Jahr 1976 präsentiert wurde, hatte Mercedes bereits Großes mit ihm vor. Der Vorgänger, der Strich 8er, war erfolgreich, aber auch ein Kind der 60er Jahre. Der W123 sollte deshalb moderner, eleganter, sicherer und noch langlebiger werden. Aus dem Grund steckte man mehrere Jahre Entwicklung in die neue Mittelklasse, deren Bauzeit sich dann bis Ende 1985 erstreckte. Der W123 war von Anfang an sehr erfolgreich. In der Anfangszeit war die Nachfrage so groß, dass es Wartezeiten bis zu 3 Jahren gab. Insgesamt wurden 2.696.915 Einheiten gebaut, eine gigantische Zahl für diese Klasse. Der W123 war in mehreren Varianten erhältlich. Als Limousine W123, die klassische Variante in der Regel mit Stahlfelgen und meist unauffälligem Auftreten. Das T-Modell S123 wurde erst ab 1978 angeboten und war zugleich der erste Mercedes-Kombi aus der Serienfertigung. Dann gab es noch das Coupé C123, elegant, zweitürig, gut motorisiert und heute sehr heiß begehrt. Abschließend wurde er auch noch in diversen Sonderkarosserieformen angeboten, als Krankenwagen, Bestattungsfahrzeug, als Pullman-Limousine, alles auf 123er Basis. Also ob für die Familie, für den Staatsdienst oder eine Luxusreise, der W123 war universell einsetzbar. Was aber den W123 besonders machte, war nicht die spektakuläre Technik, sondern bewährte Qualität. Das merkt man jedes Mal beim Schließen der Türen. Außerdem erfreute der 123er mit seiner Komfortausstattung. Von der elektrischen Antenne über Klimaanlage bis hin zum Tempomat war alles gegen Aufpreis möglich. Aber das, was ihn besonders beliebt machte, war seine Robustheit. Seine Motoren gelten bis heute als unzerstörbar. Besonders die Baureihe OM 615, 616 und 617. Einfachste Elektronik und viel Mechanik machten ihn ideal für Länder mit schwieriger Infrastruktur. Seine Robustheit hat ihn auch im Taxigewerbe extrem beliebt gemacht, wo er oft Kilometerlaufleistungen von über 1 Million Kilometer erreicht hat. Kein Wunder also, dass er in Afrika bis heute im Alltag läuft und zwar nicht selten mit Ersatzteilen, die notfalls aus Kochtöpfen gefertigt werden. Was man aber wissen muss, selbst der Mercedes W123 kann den Kampf gegen die Zeit nicht gewinnen. Roststellen, gerissene Armaturenbretter gehören mittlerweile zur Normalität. Also trotz aller Qualitäten hat auch der W123 seine Schwächen. Der Rost bildet sich vor allem bei ungepflegten Fahrzeugen besonders gerne an den Wagenheberaufnahmen, an den Türen, Radläufen und Kotflügeln. Die Innenausstattung schwächelt mit der Zeit aufgrund der UV-Strahlung. Die Stoffe bleichen dadurch aus, das Kunstleder und die Armaturenbretter reißen oft. Besonders stark sind hier blaue Kunststoffe betroffen. Das ist aber bekannt und es lässt sich relativ einfach beheben oder im Vorfeld vermeiden. Günstige und geeignete Pflegemittel habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem sind seine Motoren allgemein etwas träge. Selbst der 280e wird im Vergleich zu heutigen Autos eher gemütlich. Aber trotzdem überwiegen seine Stärken so drastisch, dass der Mercedes W123 seinen härtesten Konkurrenten das Leben extrem schwer machen konnte. Der BMW E12 war zwar sportlich und direkter,
konnte aber im Punkto Verarbeitung und Langlebigkeit mit dem Mercedes nicht mal im Ansatz mithalten. Der Audi 100 C2 war moderner und leichter, aber technisch nicht ganz so ausgereift und von den eingesetzten Materialien auf jeden Fall weniger verschleißfest als der W123. Der Opel Rekord war unbestritten deutlich günstiger, aber dafür bei weitem nicht so wertstabil wie der Mercedes W123. Außerdem war er auf einem ganz anderen Qualitätsniveau. Deshalb wurde er von vielen nicht als ein echter Konkurrent betrachtet. Der 123er war also Meister der Langlebigkeit. Und das zahlte sich aus. Er war dadurch die Nummer 1 in der oberen Mittelklasse und erfreut sich bis heute dank seiner Robustheit einer sehr großen Popularität in der ganzen Welt. Ob als Sammeltaxi in Nigeria, Familienkombi in Schweden oder als Langstreckenfahrzeug auf Kuba, der W123 hat den Globus erobert. Er war das deutsche Exportwunder auf 4 Rädern und das noch jahrelang nach dem Produktionsende. Und jetzt noch ein paar kuriose Fakten. W123 Taxis wurden in Deutschland meist ausschließlich in Hellelfenbein ausgeliefert. Das prägte ein ganzes Stadtbild. Das T-Modell wurde auch als 7-Sitzer mit 3. Sitzreihe angeboten. 1980 erreichte die Baureihe 123 insgesamt 202.252 Zulassungen und verdrängte damit in der Zulassungsstatistik der Bundesrepublik sogar den VW Golf vom 1. Platz. Es gab im arabischen Raum einen echten Trend zur Vergoldung der Zierleisten. In den USA wurde auch das Coupé mit einem Dieselmotor angeboten, um dort den vorgeschriebenen Flottenverbrauch zu verbessern. Die Baureihe 123 diente während der Produktionsbauzeit als Versuchsträger für alternative Antriebstechnik. Mercedes stellte 1983 einen 280 TE mit Wasserstoffantrieb als Versuchsfahrzeug vor. Es gab auch interessanterweise schon damals ein Versuchsfahrzeug mit Elektroantrieb. Aber wie teuer ist eigentlich Mercedes W123? Damals kostete ein 200D rund 20.000 Mark. Heute zahlt man für gut erhaltene Modelle oft ein Vielfaches. Die Coupé-Modelle kosten ab ca. 15.000 Euro, Kombis mit Schaltgetriebe gibt es schon ab ca. 10.000 Euro. Und der 280e kostet im guten Zustand 20.000 bis 30.000 Euro, Tendenz steigend. Der W123 ist also längst kein billiger Einstiegsklassiker mehr, sondern ein gesuchtes Sammlerstück. Der 123er ist kein schnelles Auto, kein Designwunder, kein Technikmonster, aber er ist ein Freund fürs Leben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen hoch, den Abo und den Kommentar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.